Sicherheitslösungen für euer Zuhause haben sich in den letzten Jahren drastisch verändert. Heute möchte ich euch das V-Lock Smart Lock vorstellen, das nicht nur eure Sicherheit erhöht, sondern auch den Alltag erleichtern kann. Drum bleibt dran, ich zeige euch, wie schnell ihr euer altes Schloss durch das neue V-Lock ersetzen könnt. Willkommen zurück zu DIY bei Jansen. Heute geht es um ein Produkt, was euer Zuhause sicherer und smarter machen kann. Um das V-Lock Smart Lock. Wir werden es gemeinsam auspacken, installieren und testen. Bevor wir loslegen, möchte ich noch erwähnen, dass mir das V-Lock Smart Lock kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Trotzdem hat es keinen Einfluss auf meine Meinung oder Bewertung in diesem Video. Ich werde euch eine ehrliche, unvoreingenommene Einschätzung geben, damit ihr selbst entscheiden könnt, ob dieses Smart Lock das Richtige für euch ist. Und los geht's. Beginnen wir gemeinsam mit dem Unboxing. Das V-Lock Smart Lock kommt in einer schlichten, aber robusten Verpackung daher. Mal sehen, was sich alles drin befindet. Als erstes schauen wir uns alle Seiten an. Hier könnt ihr genau sehen, um welches Modell es sich handelt. Ebenfalls könnt ihr erkennen, dass es sich um die EU-Version handelt. Als erstes entfernen wir die Folie. All diejenigen, die ASMR lieben, werden hier ein wenig auf ihre Kosten kommen. Wie ihr seht, ist dieses Schloss nicht für den Verkauf bestimmt, beziehungsweise für den Wiederverkauf bestimmt. Ich dachte erst, die Pappe geht abzunehmen, aber dies ist nicht der Fall. Wir öffnen. Darunter befindet sich eine gelbe Karte mit Tipps für die Verwendung. Verschiedene Beschreibungen in Englisch. Spanisch. Italienisch. Französisch und Deutsch. Im Inneren der Beschreibung ist alles gut erklärt. Ihr könnt genau die Einbaumaße sehen und Step by Step mit Bildern, wie alles gemacht werden muss. Ebenso könnt ihr die App sehen, wie diese eingerichtet wird. Als erstes schauen wir uns das Zubehör an. Es ist gut verpackt. Es kommen 3 RFID-Karten mit, ein Imbusschlüssel, Schraubendreher und diverse Madenschrauben. Darauf gehe ich später nochmal genauer ein. Das Schloss selbst macht einen sehr wertigen Eindruck. Batterien suchen wir vergebens, diese sind leider nicht im Lieferumfang enthalten. Dies sollte zum Unboxing reichen. Schauen wir uns das Zubehör noch einmal genauer an. Als erstes sehen wir einen Imbusschlüssel, mit dem wir den inneren Griff bzw. das Blech entfernen können. 3 RFID-Karten. Eine Schließzylinderverlängerung. Einen Kreuzschraubendreher.
ein Werkzeug, um den Reset-Knopf zu drücken, sowie noch eine Madenschraube, 2 normale Schrauben und 2 Gummistöpsel. Die normalen Schrauben sind für das Batteriefach gedacht, die Madenschraube für die Blende. Batterien müsst ihr von euch dazu steuern. 3 AAA-Batterien werden für den Betrieb benötigt. Die ID, die hier eingestanzt ist, benötigt ihr später zum Anmelden in der App. Die ID könnt ihr auch auf der Verpackung noch einmal sehen. Legen wir als erstes die Batterien ein. Dazu nehmen wir den Imbusschlüssel und entfernen die Madenschraube. Als nächstes entfernen wir die Blende. Wir öffnen das Batteriefach und setzen die AAA-Batterien gemäß der Beschreibung ein. Die Beschreibung ist außen auf dem Gehäuse aufgedruckt. Deckel schließen und mit der kleinen Schraube sichern. Sobald die Batterien Kontakt haben, kann man die Sprache im Menü einstellen. Dies können wir aber auch später nochmal wiederholen. Dort befindet sich die Öffnung für den Reset und der USB-Anschluss, um im Notfall eine Powerbank anzuschließen. Schauen wir uns als nächstes das Menü des Schlosses an. Dazu müssen wir den Knopf 5 Sekunden lang gedrückt halten. Als erstes können wir Fingerabdrücke des Administrators anlernen. Hier könnt ihr maximal 3 Fingerabdrücke anlernen. Sobald ein Finger aufgelegt wird, wird dieser gescannt. Um aus diesem Menü wieder rauszukommen, einfach keinen weiteren Finger zum Scannen auflegen. Als nächstes können wir Benutzerfingerabdrücke hinzufügen. Dies funktioniert genauso. Es können bis zu 100 Stück hinzugefügt werden. Fingerabdrücke löschen, Admin-Fingerabdrücke alle löschen, benutzerdefinierte Fingerabdrücke alle löschen, RFID hinzufügen. Da habe ich es übrigens auch geschafft, mein Fitnessarmband hinzuzufügen. Dies hat ohne weitere Probleme funktioniert. RFID löschen, RFID alle löschen, Fernsteuerung hinzufügen, Fernsteuerung alle löschen, Sprache wechseln, Einstellung der Sperrzeit, Bluetooth abschalten, Ton abschalten, System zurücksetzen. Hier könnt ihr euch die Systemversion anzeigen lassen. Und Ende. Solange noch keine Fingerabdrücke angelernt sind, akzeptiert das Schloss alle Fingerabdrücke. Darum wird es jetzt Zeit, zumindest mal die Admin-Fingerabdrücke anzulernen. Dazu legen wir einfach den Daumen auf, dieser wird gescannt. Als nächstes können wir den zweiten Admin-Fingerabdruck anlernen. Und wenn ihr wollt, nun noch den dritten. Bis zu 3 Admin-Fingerabdrücke können angelernt werden. Es bietet sich vielleicht an, dass nicht nur ihr eure eigenen Fingerabdrücke als Admin-Fingerabdrücke hinterlegt. Sobald ein Admin-Fingerabdruck hinterlegt ist, wird dieser benötigt, um in das Menü zu kommen. Dazu einfach den Knopf unter dem Fingerabdruckscanner drücken und für 5 Sekunden halten. Als nächstes müsst ihr euch authentifizieren, also einen Admin-Finger auflegen. Im Anschluss könnt ihr wieder durch das Menü scrollen und wenn ihr wollt, weiter durch das Menü durcharbeiten. Jetzt zeige ich euch, wie das Schloss zu öffnen geht. Ihr betätigt den Knopf einmal und legt den Finger auf den Fingerabdruckscanner. Im Idealfall funktioniert dies beim ersten Mal. Nun habt ihr 5 Sekunden Zeit, um das Schloss zu öffnen. Nach Ablauf dieser Zeit werdet ihr im Display nochmal darauf hingewiesen, die Verriegelung zu prüfen. So einfach wie ihr Fingerabdrücke anlernen könnt ihr natürlich auch RFID-Karten anlernen. Dazu könnt ihr entweder die mitgelieferten nutzen oder das Einlasskontrollband eines Fitnessstudios oder die ganz normalen Klebe-RFID-Chips. Diese haben bei mir alle tadellos funktioniert. Dazu einfach in das Menü gehen, auf den Unterpunkt RFID anlernen und die RFID drüber halten. Das war's schon.
Jetzt könnt ihr per RFID-Karte euer Schloss öffnen. Bevor wir das Schloss einbauen können, zeige ich euch noch, wie ihr es verstellen könnt, um es an eure Tür anzupassen. Dazu mit dem Imbusschlüssel die Madenschraube lösen und ihr könnt den Drehknauf mit Fingerprint-Sensor nach vorne und hinten verschieben. Die Elektronikkomponente ist innen mit Metall verstärkt, sodass ein zerstörungsfreies Aushebeln nicht möglich ist. Um im Inneren der Tür den Drehknopf anzupassen, ebenfalls die Madenschraube lösen und den Drehknopf abziehen. Innen ist eine Verlängerung möglich. Einfach aufstecken, anschrauben und der Drehknopf kann wieder aufgesetzt werden und mit der Madenschraube gesichert. So kommen wir auf eine Gesamtlänge von ca. 125 mm, die Tür dick sein darf. Von der Zylinderhalteschraube bis zur Elektronikkomponente sind es in etwa 50 mm und nach innen ca. 75 mm. Nun ist es an der Zeit, das alte Schloss zu entfernen. Dazu die Zylinderhalteschraube entfernen und das Schloss mit sanftem Druck von innen nach außen drücken. Dabei so lange am Schlüssel drehen, bis der Zylinder die richtige Stellung hat, um entnommen werden zu können. Im Anschluss einfach das V-Lock Smart Lock einsetzen. Dabei ist darauf zu achten, dass der Zylinder und der Schlossmitnehmer bündig sind, damit das Schloss ordentlich eingesetzt werden kann. Mit der Zylinderhalteschraube den Zylinder wieder befestigen. Kurzer Funktionstest. Es funktioniert. Jetzt noch schnell den Abstand einstellen und mit der Madenschraube sichern. Innen machen wir das gleiche mit dem Drehknauf. Aufstecken und mit der Madenschraube sichern. Funktionsprüfung. Funktioniert ohne Probleme. Von innen zusammengesetzt sieht das Ganze dann so aus. Ich finde, optisch kann sich das durchaus sehen lassen. Öffnen und Schließen von innen ohne Probleme möglich. Hier möchte ich euch noch einmal zeigen, was mir nicht so gut gefällt. Am Anfang nochmal eine Funktionsprüfung. Knopf drücken, Finger auflegen, Tür öffnen. Ohne weiteres möglich. Was mir nicht gefällt ist, dass wir einfach mit dem Imbusschlüssel von außen die Blende entnehmen können und somit den Abstand vom Schloss zur Tür vergrößern können, indem wir die Madenschrauben lösen. Jetzt könnte man mit Leichtigkeit ein Brecheisen oder sonstiges ansetzen. Unter der Elektronikkomponente ist natürlich alles noch mit Metall verstärkt, sodass eine zerstörungsfreie Entfernung nicht möglich ist. Seht mir bitte nach, dass ich nicht das Schloss zerstört habe, um es komplett zu testen. Das war es mir dann doch nicht wert. Ich musste ja schließlich noch testen, wie es funktioniert. Nun zeige ich euch, wie ihr die App einrichtet. Zuerst müsst ihr den QR-Code auf dem Schloss einscannen. Ihr werdet dann auf die V-Lock-Seite geleitet, könnt oben rechts die Sprache einstellen. Hier könnt ihr die App auswählen, die Bedienungsleitung und Fragen und Antworten. Die App wird bereitgestellt für Google Play Store, Android und iOS. Ich habe iOS ausgewählt und klicke auf Download. Öffnen, Bluetooth bestätigen, Benutzer zustimmen. Jetzt müsst ihr euch als nächstes registrieren. Dazu entweder E-Mail-Adresse oder Telefonnummer eingeben. Ich habe mich für die Telefonnummer entschieden. Diese habe ich natürlich hier verzerrt. Ihr bekommt dann einen Bestätigungscode zugesendet. Diesen müsst ihr eingeben und im Anschluss ein Passwort vergeben. Im Anschluss anmelden. Erlauben. Auf das Plus drücken, um das Schloss hinzuzufügen.
Das Schloss scannen hat bei mir nicht funktioniert. Ich habe die ID manuell vom Zylinder eingegeben. Diese befindet sich ebenfalls nach außen auf der Verpackung. Sobald ihr dies getan habt, könnt ihr oben links auf die 3 Bindestriche drücken und seht, dass das Schloss hinzugefügt wurde. Und das war's schon. Das Schloss ist jetzt mit der App verbunden. Die App finde ich relativ überflüssig. Das Einzige, für was man sie wirklich benutzen kann oder muss, ist, wenn die Batterie leer ist und ihr mit einer Powerbank an das Schloss wollt. Dann könnt ihr öffnen und schließen über die App machen. Meiner Meinung nach ist es aber einfacher, die Batterien zu wechseln. Ebenfalls könnt ihr das Schloss öffnen und schließen, wenn ihr euch in Bluetooth-Reichweite befindet. Den einzelnen User-IDs für Fingerabdrücke, RFIDs oder sonstiges könnt ihr natürlich Namen zuweisen. Und so könnt ihr immer sehen, wer wann das Schloss geöffnet oder verschlossen hat. Ansonsten ist meiner Meinung nach die App vollkommen überflüssig, da man immer in Bluetooth-Reichweite sein muss, um irgendwelche Daten vom Schloss zu bekommen. Es gibt zwar noch einen Wi-Fi-Hub, für was dieser sein soll, kann ich jetzt noch nicht beantworten. Vielleicht wird mir dieser noch zugeschickt. Dann werde ich euch auf dem Laufenden halten. Kommen wir kurz zur Zusammenfassung. Alles in allem finde ich, das Velox Smart Lock ist schon eine Erleichterung. Es macht schon Spaß, das Schloss zu benutzen, nicht immer nach dem Schlüssel suchen zu müssen, sondern einfach nur den Daumen quasi als Schlüssel zu benutzen. Was mir nicht gefällt, dass es nicht immer zu 100% beim ersten Mal funktioniert. Ebenso ist es meiner Meinung nach nicht wirklich smart, da ich es nicht per WLAN von überall bedienen kann. Ich könnte mir sonst vorstellen, es an der Haustür zu verwenden und dem Postboten von unterwegs die Tür zu öffnen. Dies ist leider so nicht der Fall. Wem das Schloss trotzdem gefällt, ich habe die Links dazu in die Beschreibung gepackt. Natürlich gibt es auch ein paar Prozente für euch. Wenn ihr noch andere smarte Sachen sehen wollt, zum Beispiel wie ihr Xsense in Home Assistant integriert, schaut doch mal hier nach. Da habe ich ein wenig dazu erklärt. Ansonsten viel Spaß beim Testen und wir sehen uns beim nächsten Video bei DIY bei Jansen.